Hallo, willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video werde ich über den deutschen Pilotenlegenden Erich Hartmann sprechen, der als Deutschlands Blond Knight bekannt war. Lass uns anfangen. Erich Hartmann wurde am 19. April 1922 in Weissach geboren. Sein Vater war ein angesehener Arzt, der im Ersten Weltkrieg als Arzt in der Armee diente, und seine Mutter war eine lizenzierte Pilotin. Sein älterer Bruder wurde auch später Arzt. Als Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg verarmte und es keine Jobmöglichkeiten gab, ging sein Vater nach China. Ein Teil von Hartmanns Kindheit verbrachte er dort. Als 1928 in China ein Bürgerkrieg ausbrach, kehrte die Familie nach Deutschland zurück. In einem letzten Interview wurde Hartmann gefragt, was ihn dazu veranlasst habe, Pilot zu werden. Seine Antwort war, es war wahrscheinlich dasselbe wie bei den meisten Jungs, die Pracht der Asse im Ersten Weltkrieg und die Tatsache, dass meine Mutter eine lizenzierte Pilotin war. Meine Mutter hat uns unterrichtet, und das war vielleicht der größte Faktor. Ich wusste, dass ich fliegen wollte. Mit 14 Jahren war ich ein lizenzierter Segelflugpilot und ich flog so oft wie möglich. Mit 15 Jahren wurde ich bei der Hitlerjugend zum Ausbilder. Mein Vater war nicht sehr erfreut darüber, dass ich Pilot werden wollte. Er wollte, dass wir ihm in der Medizin folgen, aber das war ein Traum, der nicht in Erfüllung ging. Erich Hartmann begann im Oktober 1940 seine militärische Flugausbildung in Ostpreußen und schloss sie im März 1942 als Leutnant ab. Anschließend besuchte er die Flugabwehrschule und geriet dort in Schwierigkeiten, weil er zu prahlen begann, und wurde zu Hausarrest verurteilt. Ironischerweise flog sein Zimmergenosse Hartmann während seiner Strafe mit seinem Flugzeug und kam bei einem technischen Problem ums Leben. Vielleicht wollte Gott nicht, dass Hartmann bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Hartmanns erster Einsatz war nicht besonders beeindruckend. Während eines Fluges entdeckte Rossmann per Funk 10 feindliche Flugzeuge unter ihnen. Der Feind war sehr nahe. Hartmann beschloss, Rossmann nicht zu folgen und alleine vorzugehen. Er gab Vollgas, um das erste Flugzeug abzuschießen, verfehlte jedoch seine Schüsse und verfehlte das feindliche Flugzeug nur knapp. Rossmann hatte den Kontakt mit Hartmann nicht abgebrochen und sprach ununterbrochen mit ihm. Hartmann wusste, dass er in Schwierigkeiten war. Er hatte jedes zu befolgende Befehl missachtet und erwartete, entlassen zu werden. Aber das geschah nicht. Für diese eigenmächtige Handlung erhielt er eine 3-tägige Haftstrafe. Später wurde er einer Einheit unter dem Kommando von Major Hubertus von Bonin zugeteilt. Dort flog er zusammen mit Piloten wie Alfred Grilawski, Hans Dammers und Josef Zwernemann. Obwohl Alfred Grilawski schwach in Bezug auf Kriegstaktiken war, erkannte er Hartmanns großes Talent in dieser Einheit. Sein anderer Mentor, Paul Rossmann, brachte ihm die Taktik bei, mit der er in seiner Karriere an die Spitze kommen würde: sehen, entscheiden, angreifen, vernichten. Nach diesem Ereignis wurde Hartmann als junger, unerfahrener Pilot mit dem Spitznamen Bubi bezeichnet und unter das Kommando des Piloten Walter Krupinski gestellt. Am 25. Mai 1943 kollidierte er während eines Luftkampfes mit einer Lavochkin La-5, konnte aber sein Flugzeug landen. Am 7. Mai im Rahmen der Schlacht von Kursk schoss er 7 russische Flugzeuge ab. Bis August 1943 hatte Hartmann 90 Luftsiege errungen. Doch am 17. August 1943 musste er nach einem Kampf mit einer russischen Il-2 verletzt auf russischem Gebiet notlanden und geriet in Gefangenschaft. Doch er gelang es, während des Transports seiner Verwundungen zu fliehen. Im September 1943 wurde er zum Staffelkapitän, Major, befördert. Bis Oktober 1943 stieg seine Zahl an Luftsiegen auf 148 und bis Jahresende auf 159. Im März 1944 erreichte er 202 Luftsiege und hatte nun die Aufmerksamkeit sowohl der deutschen als auch der russischen Kommandeure auf sich gezogen. Hartmann erhielt ein Kopfgeld von 10.000 Rubel, und sein Spitzname unter den russischen Piloten war Schwarzer Teufel, den er aufgrund eines schwarzen Lilienbildes auf seiner Motorhaube erhielt. Im März 1944 wurde Hartmann zusammen mit Gerhard Backhorn, Walter Krupinski und Johannes Wiese zu Hitlers Residenz Berghof eingeladen, wo er mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnet wurde.
Im Mai 1944 kämpfte er in Rumänien, als die Amerikaner den deutschen Ölfeldern in Ploieti angriffen. Auch hier ließ er den amerikanischen P-51 Mustangs keine Chance. Im Juni schoss er 7, im Juli 2 P-51 ab. Ab dem 17. August 1944 hatte er mit 274 Abschüssen Gerhard Backhorn als besten Piloten der Luftwaffe übertroffen. Als der Krieg endete, hatte er 352 Luftsiege errungen und war damit der Pilot mit den meisten Abschüssen in der Welt. Dieser Rekord wurde bis heute nicht gebrochen. Hartmann entschied sich am Ende des Krieges, als Kommandeur des JG-52I-Gruppen, der US 90. Infanteriedivision zu kapitulieren. Während seiner Gefangenschaft wurde Hartmann am 24. Dezember 1949 verhaftet und 3 Tage später zu 20 Jahren Haft verurteilt. Im Juni 1951 wurde er als angebliches Mitglied einer antisowjetischen Gruppe verurteilt. Er wurde von den Sowjets wegen Kriegsverbrechen angeklagt, insbesondere wegen des vorsätzlichen Tötens von 780 sowjetischen Zivilisten in Briansk, einem Angriff auf eine Brotfabrik am 23. Mai 1943 und der Zerstörung von 345 teuren sowjetischen Flugzeugen. Er wurde ins Lager nach Nowocherkassk verlegt und verbrachte 5 Monate in Einzelhaft. Schließlich wurde er vor Gericht gestellt, aber sein Urteil wurde bestätigt. Später wurde er in ein anderes Lager in Diaterka im Uralgebirge geschickt. Hartmann beschrieb seine Zeit in Gefangenschaft wie folgt: Nun, je nachdem, aus welcher Perspektive man es betrachtet, war ich ein wenig berühmt oder berüchtigt, und die Sowjets waren sehr daran interessiert, mich als Beispiel zu nehmen. Ich wurde nie schwer geschlagen oder gefoltert, aber ich wurde einige Jahre lang hungern gelassen und bedroht. Die Verhöre waren das Schlimmste. Ich weiß, dass Sie einige Deutsche interviewt haben, die dasselbe durchgemacht haben. Die Geschichten sind ziemlich ähnlich, also werde ich nicht ins Detail gehen. Das Erste, was sie taten, war, uns körperliche Untersuchungen zu geben, um festzustellen, wie geeignet wir für schwere Arbeit waren. Dann wurden wir in einen Zug von Wien in die Karpaten in Rumänien geschickt, begleitet von rumänischen kommunistischen Wachen und in ein anderes Kabelgefängnis gesteckt. Das dauerte eine Woche und dann stiegen wir in einen anderen Zug. In diesen kleinen Waggons war kein Platz, so dass nicht jeder sitzen konnte, so dass wir uns abwechselten. Schließlich kamen wir in Kirov an und stiegen in ein Sumpfgebiet ein. Das war für eine Weile unser Zuhause. Von den 1500 Kriegsgefangenen, die hier zurückgelassen wurden, überlebten etwa 200 den ersten Winter. Ich weiß das von einigen Überlebenden. Sie wurden nicht ernährt, sie arbeiteten nur bis zum Tod. Im Jahr 1955 schrieb Hartmanns Mutter einen Brief an den neuen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, um ihre Freiheit zu erreichen. Es wurde ein Handelsabkommen zwischen Westdeutschland und der Sowjetunion geschlossen, und nachdem Hartmann 10,5 Jahre in sowjetischen Kriegsgefangenenlagern verbracht hatte, wurde er zusammen mit 16.000 deutschen Soldaten freigelassen. Er kehrte nach Westdeutschland zurück und traf sich mit seiner Frau Ursula wieder. Erich Hartmann spielte eine führende Rolle bei der Gründung der ersten Jagdstaffel in der neu gegründeten deutschen Luftwaffe. Später geriet er wegen seiner Ablehnung des Kaufs der F-104, er hielt die Luftwaffe nicht für bereit, dieses Flugzeug zu betreiben, in Konflikt mit seinen Vorgesetzten. Er verließ seinen Posten unter Berufung auf erbliche Lungen- und Herzprobleme. Nach seiner Pensionierung arbeitete er von 1971 bis 1974 als Fluglehrer in Hangelaar bei Bonn und flog auch in einer Kunstfluggruppe mit Dolfo Galant. Auf die Frage nach dem besten Piloten antwortete er in einem Interview, dass er es nicht sei. Er betonte seine große Bewunderung für Manfred von Richthofen. Hans-Joachim Marseille hielt er für viel talentierter als sich selbst, aber er sei Opfer seiner Disziplinlosigkeit geworden. Erich Hartmann starb 1993 im Alter von 71 Jahren in Weil im Schönbuch. Im Januar 1997 erklärte die russische Regierung in ihrer Funktion als Rechtsnachfolger der Sowjetunion, dass seine Verurteilung wegen Kriegsverbrechen rechtswidrig war, und rehabilitierte Hartmann. Wenn Sie über solche Inhalte informiert werden möchten, vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke einzuschalten.